So, einen wunderschönen guten Morgen. Das Abenteuer beginnt. Ich bin an der syrischen Grenze und werde jetzt in die Richtung gehen, zurück Richtung Amman und dann weiter zum Toten Meer. Ich zeige euch das mal. Da geht es gleich runter. Tja, und dahinter ist die syrische Grenze. Da ist Syrien. Und jetzt wollen wir los. Da arbeiten Menschen auf dem Feld. Eben haben schon zwei junge Mädchen hier angehalten und mich gefragt, ob bei mir dann alles in Ordnung wäre, weil ich hier an der syrischen Grenze stehe und ich natürlich nicht aussehe wie jemand, der hier aus Jordanien kommt. So, ich werde meinen Rucksack jetzt aufschnallen. Der wartet hier unten auf mich und dann geht das los. Und ich melde mich später. Ciao, ciao. Tja, das, was wir hier sehen, das ist der alte Grenzstein. Denn es hat mal einen Landaustausch gegeben zwischen Syrien und Jordanien. Und das, was ihr hier seht, ist der alte Grenzübergang. Der ist ungefähr 30 Jahre alt. Den gibt es nicht mehr, aber da war früher die syrische Grenze. So, mittlerweile sind wir von der Grenze Syrien schon eine ganze Ecke weg. Und ich habe jetzt das erste Zeichen entdeckt von dem Jerusalemweg, was ja der Grund ist, warum ich hier bin. Und ich zeige euch das mal. Da ist das schöne Zeichen. Der Jerusalemweg. Ja, und dann würde ich sagen, weiter geht's. Immer in die Richtung. Bis jetzt läuft es alles super. An der Grenze wurde ich schon direkt gefragt, ob ich ein Problem habe. Die Leute super nett, werde hier am laufenden Band von Autos angehupt, die mir gerne helfen möchten oder die mich mitnehmen möchten. Aber wir machen das Ganze hier zu Fuß bis zum Toten Meer. Also bis zu dem Punkt, bis zum Berg Nebro sind jetzt noch ungefähr 160 Kilometer. Und da will ich es auf jeden Fall schaffen hinzukommen. Alles andere müssen wir sehen, dass es auch mit meinem Rückflug dann wieder passt. Ja, das sind so die ersten Eindrücke. Syrische Grenze, der Ort, wo ich jetzt bin, heißt Aramta. Und ich gehe mal eine Runde weiter. Ja, ich nehme euch natürlich wieder mit. So, mittlerweile bin ich jetzt schon die ganze Zeit durch Aramta durchgelaufen. Und da hinten an der Kreuzung, da ist der Aufkleber nicht so richtig mehr da, der uns den Weg zeigt. Und deswegen werde ich doch jetzt mal an den nächsten Laternenpfeiler einen neuen Aufkleber setzen, damit die Leute, die nach mir kommen, den Weg finden. So, mittlerweile knapp 9 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt, ins Landesinnere von Jordanien. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das so landschaftlich so weitergeht. Eben wurde ich von einer Familie eingeladen auf einen Tee. Da habe ich den Kindern dann das erste Mal so Haribo gegeben. Und die waren natürlich richtig happy. Ja, und jetzt nach dem Tee geht es jetzt weiter. So knapp 30 Kilometer möchte ich machen heute. Und dann bin ich mal gespannt, wo wir dann einen Schlafplatz finden. Und aktuell geht es immer weiter in diese Richtung. Wetter ist richtig schön, laufe hier im T-Shirt rum, passt alles. Ich gehe mal ein Stück weiter, nehme euch mit. Und wenn ich was Interessantes entdecke, dann melde ich mich nachher nochmal. Bis später.
So, mittlerweile wieder ein ganzes Stück weitergekommen, so knapp 15 Kilometer bin ich doch jetzt gelaufen. Und im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr das hört, höre ich so einen Gebetsruf. Und ich glaube, das ist meine Anlaufstelle. Denn der Johannes hat mich gebeten, da mal zu klären, ob man als Pilgerer in dieser Kirche übernachten kann. Und ich glaube, ich höre sie schon. Ich zeige euch das mal, wo ich hin soll. Ich glaube, irgendwo dahinter ist mein Weg. Da soll ich hin. Ja, da vorne, wo das Auto jetzt rauskommt, da ist der Weg, da geht es gleich rein. Und ich bin mal gespannt, ob wir da heute einen Platz finden zum Schlafen. Ich denke mal, wenn ich da angekommen bin, sind das so 28 Kilometer. Ich bin mal gespannt. Aber setzt euch aufs Sofa, relaxed. Ich gehe für euch dahin. So, mittlerweile sind wir durch Al-Hussein, durch den Ort durchgelaufen. Dort habe ich in 2 Kirchen versucht, eine Übernachtung zu bekommen, aber leider waren beide Kirchen geschlossen. Und ja, die nächste, muss ich mal gucken, das sind noch knapp 8 Kilometer, ob ich da was bekomme. Und wenn das nichts wird, naja, auch nicht schlimm. Wetter ist fantastisch, dann schlafen wir halt draußen. Weil es ist hier wirklich richtig warm. Von daher wäre draußen schlafen auch nicht so das Problem. Ich kann euch mal zeigen, wo es noch lang geht. Also in die Richtung muss ich. Und aus der Stadt da unten bin ich gekommen. Also, immer den Weg weiter und irgendwo wird sich was finden. Vielleicht werde ich auch noch irgendwo eingeladen, wo ich schlafen kann. Einfach mal auf sich zukommen lassen. Ich nehme euch mit, wenn es was Neues gibt, melde ich mich. So, mittlerweile 31 Kilometer gelaufen. Leider momentan kein Glück, was Unterkünfte angeht. Auch die anderen beiden Kirchen, an denen ich vorbeigegangen bin, waren zu. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier in den nächsten Ort, wo ich jetzt drauf zulaufe, was bekomme. Und sollte das nicht der Fall sein, dann werde ich mir ein weiches Ställchen suchen. Es ist nicht kalt und dann werde ich draußen schlafen. Was anderes wird dann nicht übrig bleiben. Dann habe ich morgen so circa 25 Kilometer bis Jerash. Und in Jerash weiß ich definitiv, da gibt es das The Blue Hostel oder The Blue Hotel. Und da werde ich dann auf jeden Fall einkehren. Aber ich denke mal, heute Nacht wird es eine Nacht im Freien. Sonne geht langsam unter. Wenn ich das Plätzchen gefunden habe, dann melde ich mich nochmal. Und dann geht's ins Bettchen. Bis später. Tja, und hier wurde es dann mittlerweile richtig, richtig dunkel. Und dann habe ich einfach mal den Daumen in die Luft gehalten und die letzten 8 Kilometer dieser Herr mich einfach mitgenommen und hat mich dann
in Jerash rausgelassen, also viel weiter, als ich gedacht hatte, zu meiner nächsten Unterkunft. So, wunderschönen guten Abend. Ich habe was zum Schlafen gefunden. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, ich bin über 44 Kilometer gegangen heute. Geplant waren ursprünglich 30, aber das ist jetzt egal. Und ja, schaut doch mal, was ich hier so Schönes gefunden habe. Und ich habe das hier für mich komplett alleine. Und das finde ich schon gar nicht so schlecht. Ne? Hier so mit Fernseher und so. Okay, das kleine Wohnzimmer, weil wenn man Gäste empfängt, soll das ja nicht so eng sein. Wir denken ja auch an die Abstände. Ja, und das ist mein Bett für diese Nacht. Und ich sag mal, das ist völlig okay. Ich habe ein schönes Badezimmer. Ich werde hier gleich eine schöne Dusche nehmen. Ich will nur hoffen, dass wir ein warmes Wasser haben. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, der erste Tag vom Jerusalemweg. Syrische Grenze heute Morgen. Jetzt mittlerweile in Jerash. Da war ich ja letzte Woche schon mit dem Khaled. Da haben wir ja diese antike Stadt besichtigt. Den Film habt ihr vielleicht gesehen. Ja, und hier bin ich jetzt wieder gelandet, nur mit dem Unterschied von der syrischen Grenze zu Fuß gegangen. Ja, mir reicht es für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend und denkt dran, abonnieren, klicken und das Glöckchen, dann bekommt ihr die nächste Route automatisch. Und die beginnt dann morgen früh. 8 Uhr geht's weiter Richtung Amman. Ciao, bye bye.